Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute zeige ich euch die Baustelle von den Anfängen bis 2003. Das angekündigte Camping werde ich euch für die nächste Woche vorbereiten. Die Bauarbeiter waren eines der 3 allerersten Spielthemen, die Playmobil im September 1974 herausgegeben hat. Neben 3 Einzel- und 2 Doppelfiguren gab es ein großes Hochbau, ein Tiefbau und ein Zubehörset. Die 5 Bauarbeiter hatten 8 Werkzeuge und 5 Leitern. Die Straßenarbeiter trugen Warnwesten anstatt der Leitern. Im getrennten Zubehörset waren eine Handwalze, eine Schubkarre, 3 Bierkisten und 6 Verkehrskegel enthalten. Noch im ersten Jahr 74 wurden Hoch- und Tiefbau zu einem einheitlichen Bauset zusammengelegt. Mit 3 zusätzlichen Helmen für die Straßenarbeiter und 4 zusätzlichen Maurer- und Zimmerwerkzeugen. 75 kam ein neues Mörteltrog in die Zubehörpackungen. Es gab 4 neue Packungen mit einer Figur, viel Werkzeug und Zubehör. Es wurden Standplatten für die Figuren mitgeliefert, damit sie auch mit allen Werkzeugen nicht umfallen konnten. Der Inhalt der Packung war auf der Rückseite mit einer Strichzeichnung dargestellt. Neben den 4 Spielsets gab es eine neue Zubehörpackung mit Kanalrohren und Griffen, eine Kabelrolle und eine Absperrung. Zuerst hatten Warnkleidung und Verkehrskegel Aufkleber. Ab 75 wurden sie aus 2 Kunststoffkomponenten gespritzt. 77 bekamen sie eine abgestumpfte Spitze. 1976 kamen 2 leere Werkzeugkisten zum Zubehörset dazu. Das Bauset bekam einen Mörteltrog und 2 Verbinder für die Leiter. Im Jahr 1980 kam das Baugerüst heraus. Die 2 Gerüstplattformen wurden in 2 Leitern eingehängt, 2 gelbe Streben verstärken das Gerüst. Die 3. Leiter ist für den Aufstieg. Die Füße der Leitern sind in schwarze quadratische Ständer eingesteckt. Es gab 2 Zimmerböcke und 2 Bretter, eine Schubkarre und den Betonmischer schauen wir uns beim Bauwagen an. Hier sehen wir die 4 Fahrzeugsets: Lastwagen, Bauwagen, Muldenkipper und Presslufthammer. Der klassische Baulaster kam im Jahr 1975 heraus. Wir sehen das an der Prägung an der Unterseite. Die Räder waren zuerst grau. Man konnte die Ladefläche abkippen. Es waren 5 Leitern und 8 Werkzeuge dabei. Für die kleinen Werkzeuge gab es einen Werkzeugkasten. Es waren Verkehrszeichen dabei, genauso wie beim Bauwagen. Beim Bauwagen kann man die Fensterläden öffnen. Hinten gibt es eine Einstiegsstufe. Die Räder waren grau, aber kleiner wie beim LKW. Innen war ein Tisch und 2 Bänke für 4 Bauarbeiter. Es war eine Bierkiste und ein Betonmischer dabei, den man vorbildgerecht drehen und entleeren konnte. 1977 gab es einen schönen gelben Lastwagen mit einer großen roten Kippmulde, mit 2 Bauarbeitern mit gelben Helmen. 1978 kam das neue Set mit dem Presslufthammer heraus. Hier sehen wir das neue 6-teilige Werkzeugset. Es gab 3 gleiche blaue Figuren. Der Kompressoranhänger hatte weiße Felgen mit schwarzen Hartplastikreifen. Unter dem Deckel war ein Fach für die Werkzeugkiste und für die kleine Schlauchrolle vom Filmteam. Das kann man alles gut verstauen. Vorn gab es 2 Halter für den Presslufthammer. Den kann man einstecken, der Laster konnte den Anhänger ziehen oder auf der Ladefläche transportieren. Hier sehen wir den neuen Rüttelstampfer.
Der Lastwagen, Bauwagen und Presslufthammer ist 81 als großes Bauset herausgekommen. Schauen wir uns jetzt die neuen Baufahrzeuge der zweiten Generation an, mit den großen Rädern, dem robusten Bau, der schönen umlaufenden Windschutzscheibe. 78 gab es den Absetzkipper mit 2 Bauschuttcontainern. Den Container konnte man absetzen und an der Baustelle mit Schutt befüllen. Der grüne Muldenkipper von 1980 hatte einen wunderbaren Kranarm mit einem Greifer, den man nach allen Seiten drehen konnte. Die große Mulde kann man abkippen. Den blauen Speditions-LKW habe ich hier ohne Planenaufbau aufgestellt. Unter der Ladefläche waren 2 Ladeschienen eingeschoben. Diese kann man in eine Rille einhängen und so kleine Baufahrzeuge aufladen. Die Bordwände kann man öffnen, aber die Ladefläche kann man nicht abkippen. Zu den Lastwagen der zweiten Generation gehört auch der orange Löffelbagger. Er hat genau dieselben Räder und dieselbe Werkzeuglade. Er hat 4 klappbare Stützen. Die Kabine hat die typische umlaufende Windschutzscheibe. Hinten kann man 2 Motordeckel öffnen. Den Aufbau kann man drehen. Der Hauptarm hat 2 angedeutete Zylinder. Mit Fingerringen kann man 2 Zugstangen für Ausleger und Schaufel bedienen. So kann man Ausleger und Löffel bequem steuern. Wie beim Presslufthammer ist das Zubehörset mit Kanalrohren, Kabelrolle und Absperrungen dabei. Bei der Neuausgabe 82 waren diese blauen Figuren, 91 kamen diese Figuren dazu. Das letzte Baufahrzeug der zweiten Generation war der Autokran. Das erste Modell kam 81 heraus, er wurde 1988 erneuert und blieb bis 2003 im Sortiment. Der Kranausleger kann dreifach ausfahren und reicht bis in 72 cm Höhe. Man kann bequem im 4. Stockwerk des Fachwerkhauses den Giebel montieren. Der alte Kran hat einen kleinen Abschlepphaken, der neue Kran hat einen großen Doppelhaken mit Flaschenzug. Aber die Rolle funktioniert nicht richtig, das Doppelseil geht einfach auf eine Doppelwinde. Der Autokran hat insgesamt 7 Sitzplätze, es sind 5 gleiche grüne Bauarbeiter dabei. 88 kamen neue, individuell gestaltete Figuren dazu, mit Dickbauch, Latzhosen und Schnurrbart. Jetzt kommen wir zu den 4 kleinen Baufahrzeugen von 1980. Bei jeder Baumaschine ist ein weißer Fahrer, ein blauer Arbeiter und eine rote Werkzeugkiste dabei. Stapler und Bagger haben eine weiße Kabine, hinter dem Sitz kann man die Werkzeugkiste verstauen. Beim Stapler kann man den Hubmast kippen und die verstellbare Gabel mit einer Schraube heben und senken. Es waren 2 Paletten dabei und 3 Ölfässer. Der Frontkipper hat eine große Kippmulde, einen Motordeckel, den man öffnen kann, hinten tiefe Steckmöglichkeiten für Werkzeug und auf der Seite einzigartige breite Stecker für Hacke und Spitzhacke. Der Kompaktlader hat angedeutete Hubkolben, die Schaufel rastet mit einer Feder ein, die Räder waren wie beim Safari-Jeep, aber auf schmäleren Achsen. 1981 kam als 4. kleines Baufahrzeug die Straßenwalze heraus. Die vordere Walze kann man ganz um die eigene Achse drehen. Unter dem Motordeckel gibt es hinten noch ein Ablagefach. Es gibt nur 2 kleine Steckmöglichkeiten vor dem Lenkrad. 1982 gab es einen kleinen gelben Betonmischer mit einem Bauarbeiter, Schubkarre und Bierkiste, Absperrung von der Firma Interbau und 2 Bauarbeiter mit Rüttelstampfer und Presslufthammer. Im selben Jahr 1985 kam der erste Radlader heraus, mit seinen großen Gummireifen und der robusten Knicklenkung. Die große Schaufel
konnte man mit einem bequemen Hebel bedienen. Sie hatte eine gute Parallelführung. Auf der Schaufel steckt eine Playmobil-Flagge. An beiden Seiten der Kabine sind die Scheinwerfer. Die Kabine hat nur ein einfaches Regendach. Hinten gibt es eine Anhängekupplung. 1999 wurde der Radlader von einem neuen Modell abgelöst. 1986 kamen die LKWs der dritten Generation heraus, die kleinen zweiachsigen LKWs und der Sattelschlepper. Beim Schneepflug waren 3 Bauarbeiter dabei. Die Bordwände konnte man auf 3 Seiten öffnen und die Ladefläche abkippen. Es war ein Hängerzug mit einem großen zweiachsigen Anhänger. 1989 kam der kleine Bau-LKW in oranger Farbe heraus, vorne mit Seilwinde und hinten mit Anhängekupplung. Es war ein Arbeiter mit einer Latzhose und 3 Verkehrskegel dabei. 1986 gab es den gelben Sattelschlepper mit der dreiachsigen Zugmaschine mit verglaster Windschutzscheibe, vorne ein großer Bullenfänger, am Dach ein Spoiler, als Auflieger den riesengroßen Muldenkipper. Die Rückwand wird mit einem Türriegel von einem Fachwerkhaus abgesperrt. 1987 kam der wunderschöne blaue Bauwagen, den wir von Peter Lustig kennen. Hier sehen wir das Vermessungsgerät, wie es auch die Polarforscher benutzen. Der Bauwagen hat 2 Achsen mit einer Anhängedeichsel. Vorne ist ein Kasten für die Gasflasche angebaut. Stellen wir die Flasche hinein und schließen den Kasten. Es gibt an der Seite eine Stiege. Das Fenster kann man öffnen. Drinnen gibt es rechts hinter der Tür einen Stecker für den Feuerlöscher. Links gibt es 2 Sitzplätze, 2 Sitzbänke und einen großen Tisch. Hinten ein kleiner Kasten und ein Regal mit einem Stecker für das Vermessungsgerät und Halter für die Messlatten und für Schaufel und Besen. Im Jahr 1988 kamen 3 schöne Baufahrzeuge heraus. Hier sehen wir die schöne Planierraupe mit den Gummiraupen. Die Gummiraupen sind leichtgängig, das Frontschild kann man heben und schwenken. Links und rechts haben wir 2 Scheinwerfer, hinten sind 3 schwenkbare und höhenverstellbare Aufreißerzinken. Der neue kleine Frontkipper hat jetzt eine Knicklenkung, eine kleinere Kippmulde. Die Räder sind mit Sprengringen an den Metallachsen befestigt und mit Kunststoffhaltern. Der Fahrer hat einen bedruckten Dickbauch. Es sind 88 grüne Schubkarren dabei und neue Absperrungen mit Warnlampen. Das dritte Bauset von 88 ist das Förderband mit einem Betonmischer und einem Schubkarren. Das Förderband hat 2 Achsen, eine Anhängedeichsel, einen Werkzeugkasten. Das Förderband ist höhenverstellbar. Auf einer Seite kann man in einen Trichter das Material einschütten. Mit großen Schrauben kann man das Förderband drehen, das mit Gummi bespannt ist. Auf der anderen Seite hat man eine Rutsche zur Beladung des LKWs. Ein ganz wichtiges Baufahrzeug, das wir als Kinder dringend gebraucht hätten, war der Raupenbagger von 1988. Er hat gut gängige Gummiraupen. Den Baggerarm kann man mit einem einzigen großen Hebel steuern. Man kann hier im Sandkasten sehr gut spielen. Auf der Hinterseite unter der Motorabdeckung gibt es Halter für Schaufel und Besen und Ablagefächer für Verkehrszeichen, Werkzeugkiste und Verkehrskegel.
Im selben Jahr 98 gab es das neue Bauklo. Ich habe es hier nicht im Original, sondern in einer Neuausgabe vom Direktversand. 2003 gab es auch einen neuen Rüttelstampfer und einen kleinen Kompressor. Hier sehen wir das neue Baugerüst. Es gab 2003 auch einen Baucontainer. Man kann Fenster und Türen aufklappen, das Dach abnehmen und die Vorderwand herausziehen. Links steht eine Kaffeemaschine mit einem Schrank voll Tassen. Hinten im Eck ein Waschbecken und ein WC mit Spiegel. In der Mitte ein Schreibtisch für den Ingenieur mit Koffer, Bürosessel, Laptop und rechts ein Stockbett mit unten einer ausziehbaren Bettlade. Jetzt stellen wir den Container wieder zusammen. Zum Schluss zeige ich euch noch die neuen dreiachsigen LKWs von 2003. Bei diesen dreiachsigen LKWs kann man den Unterfahrschutz beim Treibstofftank und beim Pressluftkompressor öffnen. Die Kabine kann man abnehmen. Es gibt eine Steckmöglichkeit für Handy, Funkgerät und Feuerlöscher. Oben am Dach kann man auch noch ein Blinklicht aufstecken. Die Rückwand der großen Kippmulde hat wieder den Hausriegel vom Fachwerkhaus als Absperrung. Die große Kippmulde kann man gut abkippen. Als Kinder hätten wir uns immer auch einen Fertigbeton-LKW gewünscht. Er ist leider viel zu spät gekommen. Mit der Kurbel kann man die Trommel drehen, in eine Richtung mischen, in der anderen Richtung entleeren. Wir sehen Betonrutsche, Befülltrichter, Entleertrichter, Wassertank. Die dreiachsigen LKWs hatten 6 Weichgummiräder. Die hintere Achse pendelt. Die Achsen sind auf eine System-X-Platte aufgesteckt. Diese System-X-Platte kann man mit einem RC-Motor austauschen. Ich habe hier nicht den originalen alten Motor, sondern ein neueres Modell. Jetzt sehen wir, wie die Lenkung und die Räder funktionieren. Jetzt lassen wir den LKW einige Zentimeter fahren. Recht viel Platz gibt es hier nicht. Das letzte großartige Set, das ich euch heute vorstellen möchte, ist der große Baukran von 2003. Er kann zusammengeklappt als Anhänger vom LKW gezogen werden. Als Kinder wären wir fasziniert davon gewesen. Die Räder kann man ausklappen und als Stützen verwenden. Mit Gummiseilen ist der Kran am Anhänger befestigt. Es gibt auch Zwischenstücke. In der Säule sind 3 Stromführungen mit 3 Stecker aufgebaut. Am Batteriekasten gibt es eine Schaltung und man stellt den Kontakt mit dem Kranausleger her. Der Kranausleger hat einen Drehkranz, einen Wagen, eine Seilwinde und hinten ein großes Gegengewicht aus Blei. Jetzt möchte ich euch gerne die Schachtel zeigen. Es ist nämlich eine wunderbare große Verpackung, aufklappbar, ähnlich wie die Pyramide. Innen der Kran in voller Lebensgröße von 72 cm abgebildet. Im Jahr 2013 ist der Baukran dann als Neuausgabe herausgekommen mit fixem Ständer. Die Batterien waren im Gewicht am Ausleger enthalten. Mit der Infrarotfernsteuerung kann man 4 Kanäle einstellen. Der Baukran ist etwas niedriger als der Autokran. Man kann kaum den 4. Stock in einem niedrigen System-X-Gebäude erreichen, auch wenn ich hier die kleinen Stockwerke aufgebaut habe.
Jetzt setzen wir die Fenster im obersten Stockwerk ab. Zum Schluss möchte ich mit euch gerne ausprobieren, ob der Baukran den schweren Baucontainer hochheben kann. Der Container wiegt immerhin 350 Gramm. Die Halteseile habe ich an die Ecken eingehängt. Ihr seht, der Kran hebt ihn mühelos hoch. Ich lasse ihn mit dem Kranwagen nach vorn und zurück fahren. Mit dieser kleinen Spielerei möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich entschuldige mich wieder für die heutige Verspätung und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Auf Wiedersehen.